Das hier kann wirklich jeder in nur 2 einfachen Schritten machen. Dafür brauchst du nur gezuckerte Kondensmilch in der Dose und ein bisschen Geduld. Und ich gebe dir direkt einen wichtigen Tipp. Besorge dir Konserven ohne Ringpulverschluss, also welche, die du mit dem Dosenöffner aufmachen musst. Dabei rate ich dir als erstes die Etiketten zu entfernen, einfach weil auf dieser Weise später alles sauber bleibt. Für das Rezept brauchst du keine 3 Dosen, aber heute werde ich dir 3 unterschiedliche Karamellisierungsstufen zeigen und deswegen habe ich hier 3 Dosen. Sobald die Dosen nackig sind, tust du sie einfach in einen tiefen Topf und gibst Wasser dazu, bis sie gut bedeckt sind. Die Dosen müssen während des ganzen Prozesses immer gut mit Wasser bedeckt sein, also lass sie ruhig 4 bis 5 cm unter der Wasseroberfläche tauchen. Jetzt musst du nur das Wasser zum Kochen bringen und die Kondensmilchkonserven mindestens 2 Stunden kochen lassen. Die Dosen müssen immer gut mit Wasser bedeckt sein, also schau am besten jede 20 bis 30 Minuten nach und bei Bedarf gib einfach etwas mehr Wasser dazu. Ich werde heute eine Dose 2 Stunden im kochenden Wasser lassen, die zweite wird für 3 Stunden gekocht und die dritte bleibt 4 Stunden. Danach schauen wir uns den Unterschied an. Nach der erwünschten Zeit kannst du sie einfach 30 Minuten abkühlen lassen, bevor du sie aufmachst. Wenn es schneller gehen muss oder du einfach keine Lust hast, ständig nach dem Wasser zu schauen, kannst du auch einen Schnellkochtopf benutzen. Die entsprechenden Kochzeiten würde ich dann so anpassen. Dann schauen wir mal. Bei der ersten Dose ist der Geschmack einfach unglaublich. Die Karamellnoten sind nicht so stark und der süßliche Geschmack ist einfach der absolute Hammer. Die Dose, die 3 Stunden gekocht hat, sieht ein bisschen dunkler aus und der Karamellgeschmack ist etwas konzentrierter, aber trotzdem sanft und im Gleichgewicht mit dem zuckerigen Geschmack. Beim dritten Dulce de Leche ist die Farbe noch einen weiteren Tick dunkler geworden und die Konsistenz ist deutlich fester. Hier schmeckt man die leckere, leicht bittere Karamellnote deutlich mehr als bei den anderen 2. Und mit den Videos auf der linken Seite kannst du direkt weitermachen mit mehr einfachen Süßrezepten.